Stell dir vor, dein Lebenszug bremst mitten in einem tief verschneiten Winterwald. Wir sind noch nicht am Endziel, aber wir müssen hier halten. Der Dampf der Lokomotive vernebelt die Sicht, es ist still und draußen am Schild steht nur ein Wort: Sperrnächte. Wir sind an dem entscheidenden Zwischenstopp zwischen dem, was war, deinem 2025, und dem, was kommen wird, deinem 2026. Viele Menschen bleiben einfach sitzen und rasen mit all ihrem alten Ballast ins neue Jahr. Aber du hast heute die Chance auszusteigen. Bist du bereit, die Koffer zu öffnen, Inventur zu machen und das zurückzulassen, was nicht mit auf die Weiterreise darf? Willkommen zu einem neuen Astro-Orakel-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, Selbstreflexion und Spiritualität. Hinweis: Dieses Video enthält unbezahlte Werbung und Affiliate-Links. Wir befinden uns in einer Woche, die sich anfühlt wie ein tiefes Durchatmen vor dem großen Sprung. Die Sonne steht im Schützen, der Herbst klingt aus und der Winter steht direkt vor der Tür. Es ist die Zeit, in der sich die Natur im Verborgenen auf den Wandel vorbereitet, und genau das tun wir auch. Am Montag beginnen die Sperrnächte. Das ist traditionell die Zeit, um das alte Jahr wegzusperren, die Werkzeuge niederzulegen und Bilanz zu ziehen. Energetisch werden wir dabei massiv unterstützt, aber auch herausgefordert. Das Human Design Tor 26, das Tor des Anhäufens, wird aktiv. Es lädt uns ein, unsere Lagerbestände zu prüfen. Welchen emotionalen Reichtum, aber auch welchen Ballast hast du 2025 angehäuft? Gleichzeitig sorgt der Kosmos für Reibung. Ein Mars-Saturn-Quadrat am Dienstag symbolisiert den Konflikt zwischen unserem Ego, das vorwärts stürmen will, und den äußeren Umständen, die uns zu Vorsicht mahnen. Dazu kommt Lilith in Opposition zu Uranus, was eine explosive Mischung aus inneren und äußeren Kräften darstellt und tiefgreifende Prozesse der Selbsterkenntnis initiieren kann. Wir wollen ausbrechen, wir wollen Neues, aber wir müssen erst das Alte ordentlich abschließen. Und genau dann, zur Wochenmitte, wird Neptun direktläufig. Der Nebel am Bahnsteig lichtet sich. Wir sehen plötzlich klar, was Illusion war und was Realität ist. Diese Woche ist also keine sanfte Ruhepause, sondern aktive Reflexionsarbeit. Es ist der Moment, in dem du entscheidest, wie leicht oder schwer dein Gepäck für 2026 sein wird. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energie spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten, damit du deinen Fahrplan kennst. Der Montag, der 8.12., ist der Startschuss für die Sperrnächte. Der Mond wechselt früh in den Löwen, was uns Mut gibt, uns selbst im Spiegel zu betrachten. Es ist die Zeit der Selbsterstellung, aber durch das aktive Tor 26 im Human Design geht es auch um die Frage: Dient das, was ich tue, nur meinem Ego oder auch dem Ganzen? Es ist ein Tag, um ehrlich zu prüfen: Wo habe ich mich 2025 vielleicht zu wichtig genommen, oder wo habe ich mich unter dem Wert verkauft? Am Dienstag, den 9.12., einem Portaltag, herrscht Hochbetrieb am Bahnsteig. Die Energie ist spannungsgeladen. Mars bildet ein Quadrat zu Saturn. Das fühlt sich an wie der Versuch, den schweren Koffer vom Gleis zu heben, während die Handbremse klemmt. Ein Konflikt zwischen unserem Impuls, vorwärts zu kommen, und äußeren Widerständen. Gleichzeitig steht Lilith in Opposition zu Uranus, was den inneren Rebellen weckt, der am liebsten den Fahrplan zerreißen würde. Doch inmitten dieses Sturms gibt es auch einen wunderbaren Anker. Die Sonne bildet ein harmonisches Trigon zum Mond. Es ist wie eine warme, geschützte Wartehalle im Schneesturm. Es schenkt uns ein fruchtbares Gleichgewicht zwischen unserer äußeren Realität und unseren inneren Wünschen. Während es im Außen ruckelt, kannst du im Inneren eine erstaunliche Ruhe und Ausgewogenheit finden. Nutze diesen Tag nicht, um Mauern einzurennen, sondern um dich innerlich zu stabilisieren. Am Mittwoch, den 10.12., ebenfalls ein Portaltag, geschieht etwas Wichtiges. Neptun wird direktläufig. Die letzten Monate waren vielleicht geprägt von Unsicherheiten oder Illusionen. Jetzt kehrt die Klarheit zurück.
Du erkennst am Bahnhof deines Lebens plötzlich genau, welcher Zug der richtige ist. Auch Merkur steht in Opposition zu Uranus, was zu Geistesblitzen, aber auch zu erhöhter innerer Unruhe führen kann. Achte darauf, nicht überstürzt zu handeln, sondern die plötzlichen Einsichten zu notieren. Der Donnerstag, der 11.12., ist der komplexeste Tag dieser Reise. Hier werden die Weichen neu gestellt. Es beginnt tiefgründig. Lilith trifft auf Merkur, was unausgesprochene Geheimnisse ans Licht bringt. Doch wir werden dabei sanft unterstützt. Ein Trigon zwischen Merkur und Neptun öffnet unseren Geist für poetische und spirituelle Eingebungen. Deine Intuition funktioniert heute wie ein perfektes Navigationssystem. Gleichzeitig prüft das Quadrat zwischen dem Mondknoten und der Venus unsere Fahrkarten in Sachen Liebe. Wir spüren vielleicht einen Konflikt zwischen unerfüllten Wünschen und der Einsicht, dass wir unser Glück nicht von anderen abhängig machen können. Es ist der Moment, emotionales Übergepäck stehen zu lassen. Am Abend erreichen wir einen Wendepunkt. Der Halbmond in der Jungfrau um 21:53 Uhr fordert uns auf, ganz pragmatisch zu sortieren. Was ist nützlich? Was kann weg? Und kurz vor Mitternacht um 23:37 Uhr wechselt Merkur in den Schützen. Plötzlich weitet sich der Blick. Unser Denken verlässt die engen Tunnel der Analyse und richtet sich auf die weite Ferne, auf Philosophie und höhere Bildung aus. Der Zugführer sieht endlich das Ziel am Horizont. Am Freitag, dem 12.12., beruhigt sich die Lage etwas, wenn der Mond am Nachmittag in die Waage wechselt. Nach den Stürmen der Wochenmitte suchen wir wieder nach Harmonie und Balance. Am Samstag, den 13.12., hilft uns ein Sextil zwischen Merkur und Pluto. Das gibt uns eine scharfsinnige Kritikfähigkeit und eine gute Beobachtungsgabe. Du kannst jetzt strategisch planen. Was genau nehme ich mit nach 2026? Du durchschaust die Dinge und kannst diplomatisch, aber zielgerichtet deine Strategie festlegen. Der Sonntag, der 14.12., bringt einen nebligen, aber bewussten Abschluss der Woche. Mars bildet ein Quadrat zu Neptun. Das kann sich anfühlen, als läge dichter Nebel auf den Gleisen. Unser Tatendrang Mars verschwimmt mit der Sehnsucht nach Rückzug Neptun. Es ist kein Tag für harte Arbeit oder Kämpfe, da die Energie schwer greifbar ist. Doch genau an dieser Stelle liegt die Magie. Die Sonne aktiviert das Human Design Tor 11, das Tor der Ideen, und Chiron steht im harmonischen Trigon zur Sonne. Das bedeutet, auch wenn wir im Außen wenig tun, können wir innerlich zur Balance finden und inspiriert werden. Chiron kann uns eine wohltuende Erkenntnis schenken, unterstützt wird dies durch ein Sextil zwischen Sonne und Mond, das uns hilft, die Woche in einem Gefühl der inneren Balance und Harmonie ausklingen zu lassen. Lehn dich im Abteil zurück und vertraue darauf, dass der Zug auch im Nebel seinen Weg findet. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Für euch, die kardinalen Zeichen, die Impulsgeber des Tierkreises, zeigt sich die Karte Merkur. Diese Karte steht für Wahrnehmung, Austausch und die Klarheit des Denkens. In dieser Woche der Sperrnächte, wo Lilith auf Merkur trifft, ist das eine klare Aufforderung. Klärt die Fronten. Euer Zwischenhalt am Bahnhof dient dazu, Missverständnisse auszuräumen. Merkur lädt euch ein, rationale Analyse und Intuition in Balance zu bringen. Es geht darum, Dinge auszusprechen, die euch 2025 belastet haben, damit ihr sie nicht als blinde Passagiere mit ins neue Jahr nehmt. Deine Reflexionsfrage für diese Woche lautet: Welche Wahrheit habe ich 2025 verschwiegen, die ich jetzt, zumindest mir selbst gegenüber, klar aussprechen muss, um frei zu sein? Dein praktischer Tipp: Nutze die Technik des Freewritings. Setze den Stift auf und schreibe 10 Minuten lang ohne abzusetzen alles auf, was dir durch den Kopf geht. Das unterstützt den mentalen Fokus. Um diesen Prozess zu unterstützen, empfehle ich als Kristall den blauen Arat oder den Solalit für klare Kommunikation. Als ätherisches Öl ist Lavendel ideal, um eine Atmosphäre der Ruhe für den Geist zu schaffen, oder Eukalyptus für klare Gedanken. Ein schönes Ritual ist es, ein mentales Reinigungsbad zu nehmen. Visualisiere, wie beim Duschen alle alten Worte und Gedanken von dir abgewaschen werden. Für euch, die fixen Zeichen, die das Fundament des Tierkreises bilden, zeigt sich die Karte Beltane. Beltane symbolisiert Fruchtbarkeit, die Vereinigung von Gegensätzen und das Erwachen schöpferischer Kraft. Das mag im Winter paradox klingen, ist aber für euch der Schlüssel für 2026.
Während ihr in den Sperrnächten Altes loslasst, bereitet ihr den Boden für neue Fruchtbarkeit vor. Ihr seid eingeladen, die Fülle der Natur und ihre Symbolik zu nutzen, um euch mit eurem Potenzial zu verbinden. Vielleicht geht es darum, 2025 mit einem Fest oder einer bewussten Handlung der Freude abzuschließen, anstatt in der Schwere zu verharren. Der Schatten warnt jedoch vor der Überbetonung von Sinnesfreuden. Sucht die Balance. Eine Reflexionsfrage für diese Woche lautet: Welches Projekt oder welche Leidenschaft möchte ich über den Winter hüten wie einen kostbaren Samen, damit es 2026 erblühen kann? Dein praktischer Tipp: Gestalte ein kleines Vision Board nur für den nächsten Monat. Was soll in deinem Leben aufblühen, sobald der Zug wieder anfährt? Um deinen kreativen Ausdruck zu unterstützen, empfehle ich als Kristall den Rosenquarz für Selbstliebe oder den Karneol für Lebensfreude. Als ätherisches Öl passen Ylang-Ylang oder Rose wunderbar, um die Sinnlichkeit zu wecken. Ein Ritual für euch: Entzündet ein Licht, eine rote oder rosa Kerze und tanzt zu eurem Lieblingslied, um das Leben und den Körper zu feiern, bevor die Stille einkehrt. Für euch, die flexiblen Zeichen, die Vermittler des Tierkreises, zeigt sich die Karte Sonnenuntergang. Diese Karte verkörpert die Mystik des Übergangs und die Kraft des Loslassens. Keine Botschaft könnte passender sein. Ihr spürt den Wandel am intensivsten mit Neptun, Fischeherrscher, direktläufig, und Merkur, Zwillinge, Jungfrauherrscher im Schützen, seid ihr die Meister des Übergangs. Die Karte lädt euch ein, die Magie des Loslassens zu spüren und zu erkennen, dass jedes Ende Raum für einen neuen Anfang schafft. Es ist Zeit, den Tag, das Jahr 2025, gehen zu lassen und nicht am Bekannten zu klammern. Deine Reflexionsfrage für diese Woche lautet: Was darf jetzt sanft wie die Sonne am Horizont untergehen, damit ich in der Dunkelheit der Sperrnächte Frieden finden kann? Dein praktischer Tipp: Gehe diese Woche bewusst in die Natur, wenn es dämmert. Beobachte den Übergang von Tag zu Nacht und spüre, dass es sicher ist, loszulassen. Als Begleiter empfehle ich den Amethyst für spirituelle Anbindung oder den Labradorit, den Stein der Mystik. Als ätherisches Öl unterstützt dich Weihrauch bei der Meditation oder Muscatella-Salbei zur Vertiefung der Reflexion. Ein kraftvolles Ritual ist das Verbrennen von alten Listen oder Zetteln mit Dingen, die erledigt sind. Übergebe sie dem Feuer, sicher in einer Schale, und beobachte, wie sie sich in Rauch auflösen. Diese Woche ist unser wichtigster Zwischenhalt. Der Zug steht still, der Schnee dämpft alle Geräusche. Die Sperrnächte und das Human Design Tour 26 laden uns ein, Bilanz zu ziehen. Mit den Spannungen von Mars und Saturn sowie Lilith und Uranus wird uns klar gezeigt, wo wir noch Fesseln sprengen müssen. Doch durch Neptuns Klarheit und Merkurs Scharfsinn haben wir alle Werkzeuge, um das Gepäck neu zu sortieren. Nutze diesen Halt weise, bevor die Reise weitergeht. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Was lässt du an diesem Bahnhof zurück? Alle Links zu den erwähnten Ressourcen findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.